Herzlich willkommen bei Rail Talks. Ich begrüße euch heute aus dem Private Roof Club in Berlin, hoch über den Dächern. Und ich freue mich wahnsinnig über die Zuschauer im Stream. Und noch ein bisschen mehr freue ich mich, dass wir auch hier live vor Ort einiges an Zuschauern haben. Alles Corona-konform ist das noch möglich. Und ich glaube, dass wir heute eine ganz tolle Debatte hinkriegen. Wir haben 5 hochkarätige Panelisten dabei. Carola wird uns gleich durchs Thema führen. Und das Thema ist heute was total Kontroverses. Das ist nicht nur für Bahnexperten spannend, sondern dazu hat jeder eine Meinung. Jeder, der morgens mit der S-Bahn ins Büro fährt, weiß auf jeden Fall, wie das Erlebnis Zug ist und kann dazu auch sagen, wie man es verbessern könnte. Ich glaube, da hat jeder eine Idee, was ihn da juckt. Und das Thema Mobilitätswende ist in aller Munde. Ne? Im Koalitionsvertrag ist es fest verankert. Und wir haben jetzt die Chance, das umzusetzen. Wir müssen jetzt als Industrie und als Community zeigen, dass wir das Erlebnis Zug können. Und da bin ich super gespannt, welche Ansätze es da gibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze bereichert, indem ihr Fragen stellt. Wir haben heute Slido dabei. Ihr könnt also dort Fragen stellen und die dann auch ranken, sodass wir am Ende nochmal mit den Panelisten dazu ins Detail gehen können. Und ich würde sagen, lasst uns mit der Diskussion beginnen. Carola, du übernimmst? Wir legen los. Danke für die einleitenden Worte. Und ich freue mich heute auch wieder dabei zu sein und habe natürlich meine Gäste hier bei mir. Und wir wollen jetzt gleich in die Diskussion einsteigen. Ich darf euch vorstellen, Claudia Skerbins. Sie ist seit über 20 Jahren bei der Siemens und aktuell Geschäftsführerin der Siemens Passenger Coaches. Dann ist bei mir Joachim Behrens, seit über 36 Jahren in der Bahnbranche unterwegs und er leitet seit 2009 als Vorstandsvorsitzender die Bentheimer Eisenbahn AG. Außerdem ist er Vizepräsident beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Bei mir in der Runde ist Jakob Baum vom Mobility Institute Berlin. Er war lange Zeit bei der GIZ für Projekte weltweit zuständig, jetzt also in der Beratung für die Verkehrswende. Und außerdem Larissa Zeichert. Sie leitet gemeinsam mit ihrer Schwester das Familienunternehmen LAT und sorgt rund ums Gleis für die digitale und analoge Infrastruktur. Und sie hat die Women in Mobility mitgegründet, werden wir auch gleich nochmal nachfragen. Und Anna-Theresa Korbut ist bei uns seit April 2021 Geschäftsführerin des Hamburger Verkehrsverbundes. Schön, dass ihr alle da seid und dass wir uns heute Abend unterhalten können. Und ihr werdet es euch nicht vorstellen, ganz passend dazu hat der ADAC für uns eine Studie angelegt. Also quasi die Autolobbyisten haben sich mal die Fernzüge angeguckt und haben festgestellt, eigentlich soweit alles in Ordnung, bis auf die sanitären Anlagen. Das war also das Schlechteste, was sie herausgefunden haben. Die Klos sind nicht in Ordnung. Also ganz einfach gesagt, würde es schon was helfen, alle Klos schön und die Fahrgäste sind zufrieden. Ja, das wäre schön, wenn es so einfach wäre. Ich würde sagen, das reicht nicht, um Mobilitätswende zu machen, aber es spielt auch eine Rolle. Aber natürlich ganz am Anfang muss das fahrende Angebot sein, also dass die Menschen genauso schnell und flexibel und stressfrei sich mit den Öffentlichen durch ihre Wege begehen können wie mit dem Auto bzw. mit dem Flugzeug. Aber es spielt auch eine Rolle, die Toiletten in dem Fall, muss man ja sagen, spielen eine Rolle, weil ich glaube, was die Branche bis jetzt noch stark vernachlässigt ist, dass wirklich die Menschen sich wohlfühlen müssen, ja, dass sie sich wertgeschätzt werden müssen. Ja. Value me as a customer, das ist ein Schlagwort, was die Automobilindustrie noch deutlich besser hinbekommt und wo wir ran müssen als Branche. Ja, wir schauen uns das mal an. Also bei denen, die Züge haben, wie sieht es aus bei euch mit Zuverlässigkeit, Sicherheit und dann natürlich mit den sauberen Toiletten? Also ich kann da nur sagen, die Bahnindustrie, die die Fahrzeuge herstellt, hat eine ganze Menge da auch entwickelt. Es hilft aber am Ende nicht, dass wir nur hübsche Toilettenanlagen haben. Sie müssen sauber gehalten werden und das ist, glaube ich, eher das Problem, was der ADAC dort entdeckt hat, dass wir auch regelmäßig die Toiletten auch während des Tages reinigen müssen. Und da müssen wir uns vielleicht als Eisenbahn auch überlegen, wie wir vielleicht unser Fahrpersonal, was in den Zügen ist, da noch stärker dann einbinden können oder einbinden müssen. Nahverkehr und Fernverkehr ist immer ein Gesamtprodukt und viele Bausteine spielen eine Rolle mit und alles zusammen ergibt letzten Endes auch die Außendarstellung unseres Systems. Und
Da haben wir sicherlich noch hier und da ein paar Baustellen, die wir angehen müssen, nicht nur die Toiletten. Das Stichwort ist ja Wohlfühlen, was du auch gerade sagtest. Und Wohlfühlen, das soll man sich ja eben auch in Zügen. Das ist vielleicht in der Vergangenheit nicht immer der Fall gewesen. Also vielleicht ist man das ein oder andere Mal in einem Zug unterwegs gewesen, wo man dachte, naja, also schnell wieder raus. Aber bei Siemens, ihr entwickelt natürlich auch neue Züge und ihr macht euch sicherlich Gedanken über das Wohlfühlen. Oder ist das nicht heute ein wichtiger Aspekt? Natürlich ist das ein sehr wichtiger Aspekt, weil ja, die Kunden, die Fahrgäste, müssen sich in den Fahrzeugen wohlfühlen. Und das ist auch ein Thema, das wir aktuell gerade in der Entwicklung haben. Das heißt, die Tag- und Nachtzüge, die wir mit ÖBB, die ÖBB ausgeschrieben hat und wir für die ÖBB produzieren, haben natürlich neue Designkomponenten in den Fahrzeugen integriert. Die hatten auch einen Designer angestellt aus UK, Pristman & Good, um hier auch entsprechende Fahrgastkomfort einzubringen. Und in den neuartigen Zügen, die wir produzieren, gibt es in den Nachtzügen zum Beispiel Kapseln für Individualfahrer, die sich dann wirklich auch entsprechend wohlfühlen können, ihre eigene Privatsphäre haben und dann auch entsprechend komfortabel am Abend zum Beispiel in Wien einsteigen und dann in Amsterdam komfortabel in der Früh ankommen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass das Thema Customer Experience, Wohlfühlatmosphäre in den Fahrzeugen wiederzufinden ist. Und ja, ein Teil davon ist die Toilette, aber sie macht es nicht alleine aus, dass die Fahrgäste dann mit den Fahrzeugen fahren, weil sie müssen sich wohlfühlen, sie müssen sich ihre Atmosphäre bringen. Für Geschäftsreisende braucht man andere Atmosphäre als für Familien, Einzelfahrer, und das muss ein Zug bringen, dass er ganz einfach jede Art von Fahrgastkomfort anbieten kann, den die Kunden auch benötigen. Im Nachtzug kann man sich das gut vorstellen, da hat auch ein Designer vielleicht eine ganze Menge zu tun, aber wie ist das dann auch im Nahverkehr, wie ist das, wenn man morgens zur Arbeit fährt? Geht es da auch darum, dass sich der Kunde wohlfühlt, der Fahrgast, dass er wirklich dann in dieser Zeit, keine Ahnung, gutes Internet hat zum Arbeiten, dass er schon mal ein bisschen loslegen kann? Sind das Gedanken, die man sich macht? Selbstverständlich machen wir die uns auch im ÖPNV, aber ich sage mal, man muss ja hier stark differenzieren zwischen Massenbeförderungsmittel auf Kurzstreckenwegen, wie das im ÖPNV meistens der Fall ist. Also die wenigsten sitzen dann eine Stunde, die tun mir dann leid, aber wenigstens eine Stunde drin, und ich sage mal, dann Laptop aufklappen und dann schauen, und es ist morgens voll, es sind Stoßzeiten. Ich sage mal, das sind andere Herausforderungen als jetzt im Fernverkehr oder im Nachtverkehr. Und auch übrigens zu den Toiletten, ich muss da wirklich noch mal einen Satz loswerden. Ja? Das lässt mich ja nicht in Ruhe. Dass insbesondere der ADAC sich bemüßigt fühlt, Aussagen über Toiletten in Zügen zu fallen. Das finde ich großartig, weil ich weiß nicht, wie viele Autos Toiletten haben am Ende des Tages, und jeder, der mit dem Auto unterwegs ist, und wenn er dann mal muss, dann muss er halt an so eine Tankstelle fahren, ja, und wer da mal auf einer Toilette war, der weiß ungefähr, wie vergleichbar das ist, dann bevorzuge ich die im Zug. Also ich finde es immer schön, wenn die Wettbewerber dann Studien machen, also trau keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Aber am Ende des Tages, Wohlfühlen ist eine Komponente, aber man darf halt nicht vergessen, auch im Zug zum Auto, wir sind ein Massenbeförderungsmittel. Wir werden niemals den Wohlfühlfaktor aus meiner Sicht eines Autos herstellen können. Das Auto ist für mich ein abgeschlossener Raum. Das ist für mich wie ein eigenes Wohnzimmer. Das kann ich individualisieren. Ja, das ist ein großer Vorteil im Asset, im Bau, und mit viel höherem, sage ich mal, Lebenszyklus. Also die Autos erneuern sich jetzt insbesondere mit diesen Elektrotechnologien ja immer schneller, nicht auf 6, 7 Jahre, sondern auf 3, 4. Und das ist etwas, was die Bahn- oder so mal schienengebundene Branche ganz schwer anbieten kann. Das heißt, ich glaube, wir müssen Wohlfühlen anders definieren, als das die Automobile tun, und uns auch gar nicht so stark in diesem Konnex vergleichen lassen. Larissa? Ein tolles Beispiel, wir haben an dem DB-Ideen-Zug City mitgearbeitet. Wir haben zwar die Netzwerktechnik gemacht, aber ich durfte viele Komponenten sehen, die eingebaut wurden. Und da wurden Themen aufgegriffen wie Licht und Ton. Und die halten lange und die machen einen Riesenunterschied. Und ich bin das erste Mal in meinem Leben in einen Modellbau reingekommen und habe gedacht, hier möchte ich gerne morgens einsteigen. Und zwar so richtig gerne. Und deswegen vielleicht nochmal diesen Punkt Wohlfühlen und lang halten, da bin ich total bei dir. Das ist bei den Fahrzeugen ja auch wichtig, dass die Abnutzung nicht viel zu schnell ist. Aber diese Komponenten werden von uns gerne übersehen. Licht, Sound, Haptik. Und da war ich richtig begeistert. Da waren auch Themen drin wie eine Klimaanlage mit Algen, wo man nochmal nachhaltiger gedacht hat, wie die Atemluft besser gestaltet wird. Ich weiß nicht, ob ein Teil davon vielleicht auch fiktiv und Spielereien waren, wird in unserer Branche ja immer schnell kaputt geredet. Aber ich muss sagen, da sind Komponenten dabei, wo wir drüber nachdenken. Da höre ich mich doppelt, das ist sehr geil. Da sind Sachen dabei, wo wir drüber nachdenken sollten, ob wir nicht schauen, wie wir die umgesetzt bekommen, weil die für den Verbraucher selbst oder für den Nutzer, den Fahrgast, so wichtig sind. Genau, und ich glaube, das sind zwei Dinge, die du ansprichst, super wichtig. Einmal, der Ideenzug ist an sich ein wichtiges Ding, weil
die Menschen können es anfassen. Ja? Wir müssen dieser D-Zug muss eigentlich raus hier. Hier draußen an der S-Bahnhof Warschauer Straße muss der stehen, nicht irgendwo in irgendeinem Betriebswerk. Und ich glaube, erst dann können Menschen auch wirklich verstehen, welche Innovationen möglich sind. Ja? Wenn man immer nur fragt, was wollt ihr denn, dann kommt irgendwie, ja, wir wollen genug Beinfreiheit und wir wollen, und das ist auch alles richtig, aber diese Innovationssprünge können, glaube ich, nur passieren, wenn wirklich die Menschen auch wissen, was überhaupt möglich ist. Das ist wahrscheinlich ein ganz wichtiger Aspekt, denn das, was wir jetzt da auch in dieser Studie gesehen haben, das sind Dinge, die die Menschen natürlich jeden Tag erleben. Da ging es auch um das Thema Pünktlichkeit. Ganz klar, ich hätte gedacht, das läge viel weiter vorne im Ranking und man hätte gesagt, also die meisten Züge haben hier eine Verspätung, da eine Verspätung. Das ist ja das, was man auch immer so liest. Aber wenn wir uns das Thema Innovation anschauen, dann ist tatsächlich die Frage, sind es eigentlich Dinge, die die Menschen sich gar nicht vorstellen können, dass sie auf der Schiene stattfinden könnten, dass so ein Zug aussieht. Also das kann man ja auch gar nicht erleben. Aber woran liegt es denn? Du sagst es gerade, so ein Innovationszug, der steht dann irgendwo, aber nicht eben hier am Bahnhof, wo jeder ihn sehen kann, sondern es bekommen nur Fachleute mit und alle anderen sehen gar nicht, was geht. Also wo hapert es, ich gebe die Frage mal an euch alle, beim Thema Innovation? Na gut, wenn wir es jetzt so ganz groß fassen, dann hapert es oft an den Reallaboren, weil wir natürlich was für Endnutzer entwickeln und die das auch testen sollten. Und diese Feedback-Schleife passiert in diesen langen Ausschreibungsprozessen meistens viel zu spät oder am liebsten gar nicht. Deswegen glaube ich, dass sowas, also mal so ein Modell bauen, sich mal trauen, Dinge auszuprobieren und sie dem Konsumenten sehr frühzeitig zeigen, spielt eine übergeordnete Rolle. Oft sind wir aber in unserer Branche, scheitern wir an ganz anderen Themen, nämlich diese ewig langen Prozesse. Und was wir vielleicht heute toll finden und in 10 Jahren dann endlich durch diesen Ausschreibungszyklus mal dann im Zug sehen, ist in 10 Jahren ja vielleicht auch gar nicht mehr so toll. Also da müssen wir an anderer Stelle nochmal nachjustieren. Da ist unsere ganze Branche gefragt. Wir müssen schauen, dass wir die Ideen vielleicht auch modular, aber in jedem Fall schneller in die Umsetzung bringen. Also kann ich nur unterstreichen, dass da die ganze Branche muss insgesamt innovativer werden. Und innovativer werden wir auch nur, wenn wir auf allen Ebenen schneller werden. Also dann gehen auch dort Prozesse in Gang, die wir heute vielleicht teilweise gar nicht erleben, weil sie viel zu lang dauern. Und die Branche, das können wir nicht immer nur bei der Politik abladen. Da ist die Branche in sich selber auch ein Stück weit gefordert. Also viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die wir dort auch in den vielen Verkehrsunternehmen haben, sind auch da ein Stück weit mitgefordert, diese Innovation voranzutreiben. Natürlich hängen wir auch an dem Finanzierungskreislauf, der dann auch stark politisch bestimmt wird. Und auch mit denen müssen wir kommunizieren. Das wollen wir jetzt ja auch, kommen wir ja nachher auch noch zum Koalitionsvertrag, dass wir da auch letzten Endes der Finanzierungsseite beibringen, dass da auch viele Dinge schneller werden müssen. Dann werden wir in diesen Sektoren vielleicht auch ein Stück weit schneller. Wobei ich eins anders sehe, Ideen gibt es ganz viele und da ist ein wahnsinniger Wandel in der Branche. Seit, ich würde mal sagen, 5, 6 Jahren gibt es wahnsinnig viele Tech-Startups in unserer Szene, die sich auch versuchen, da zu beweisen. Es gibt ganz tolle, angefangen bei dem Ideen, wie heißt der DB, dieser Innovationspool. Also es gibt 1000 Ideenwettbewerbe und wir sehen tolle Sachen. Aber wir kommen nie zur Umsetzung. Das ist auch mit diesen ganzen Förderprogrammen immer das Thema. Wir sehen eine Studie, die ist geil und wann kommt's? Und dann kommt's nicht. Also ich glaube nicht, dass Ideen ist das Thema, sondern der Mut in die Umsetzung zu gehen. Ich denke, das Wichtige ist, glaube ich, auch wenn man sagt, man hat innovative Ideen, dass man da mehr den Schulterschluss zwischen Eisenbahnverkehrsunternehmen und Industrie hat und so eine Art von Prototyping macht und sagt, ich habe eine Idee, lass uns das mal ausprobieren, aber da bräuchte man auch irgendwie so eine Art Baumuster, also eine entsprechende Zulassung auch, weil ich kann im Schienenverkehr nichts ausprobieren, ohne dass ich eine Zulassung habe. Und wenn ich das jetzt langwierig entwickle und dann nicht zugelassen bekomme, das heißt, man bräuchte ja für so verschiedene Betriebe so eine Art Testbetrieb, ja, den ich aber auch schnell in die Zulassung bekomme. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Thema, dass man da in Summe schneller werden muss, aber auch in den Entwicklungszyklen und auch mit dem Austausch. Ja. Jetzt habe ich eine Idee, dann muss man sich Partner suchen, auch vielleicht kleine Startups und offen sein für, ja, ist auch in der Industrie ein Thema, ne? Bin ich offen dafür, dass mir jemand reinschaut, dass ich Ideen teile oder sagt, das ist meine Idee und ich hamster die. Ne? Und ich glaube, da muss man in Summe, glaube ich, offen sein, dass man hier mehr zusammenarbeitet. Aus meiner Sicht sind es 2 Aspekte. Das eine ist der Faktor Mensch und das andere ist der Faktor Prozess, an dem es scheitert. Also wenn wir jetzt mal einen Blick, und ich mache das jetzt seit 15, 16 Jahren, also ich habe jetzt die großen DB-Staatskonzerne, österreichische Bundesbahn, übrigens den Nachzug durfte ich damals nach Österreich bringen, was mich sehr gefreut hat. Aber wer bringt denn die Innovation?
Also du hast es ja eben so schön gesagt, da gibt es so viele da draußen, die diese Impulse setzen, aber die wenigsten dieser Impulse kommen aus den Organisationen itself heraus. Warum? Weil der Faktor Mensch dort gefangen ist in diesem System. Ja, seit Jahrzehnten sitzen da die gleichen Leute, die über die gleichen Themen reden, sehr angebotsplanerisch durchdacht, ja sehr stark aus dem Bau, aus der Sicherheitstechnik. Das ist auch alles valide, das ist auch alles richtig. Wir wollen am Ende nicht, dass es irgendwo kracht oder irgendwo einen Unfall gibt oder eine Eschede oder sonst irgendetwas. Das ist eine Katastrophe. Aber diese Leute haben nicht gelernt, Prototyping, die kennen das Wort Customer Centricity nicht. Die können zum Teil nicht mal Englisch, um es salopp zu formulieren. Ja? Also wir scheitern da an unserem eigenen Faktor Mensch und die Impulse, die von außen reinkommen, führen natürlich am ersten Moment dann erstmal auf Widerstand. So, oder müssen in dieses System aufgenommen werden. So, und dann kommt das Faktor System oder Prozesse. Wenn du dann mal drin bist mit einer Idee, dann kommt die Kurbelschleife, DB, 300.000 Mitarbeiter, ÖBB, ne, weiß ich wie viel, 40.000, 45.000 Mitarbeiter, Konzern, Richtlinien, öffentliche Vergabeprozesse, so. Und dann der Ideenzug, den es jetzt heute gibt, ja, großes Tamtam drum. Wenn wir jetzt heute entscheiden würden, dass der gebaut wird, dann haben wir einen Ausschreibungsprozess von 1 bis 2 Jahren, weil wir müssen uns alle noch ein bisschen streiten, ob es dann Bombardier, Alstom oder Siemens wird. Ja, und ob die digitale Unterschrift am Ende wirklich digital oder nicht und je nachdem, ob Schweiz oder Österreich, also vollkommen lächerlich. Ja, und ich habe das selber oftmals begleiten dürfen. Dann baut, ich habe ja eben gelernt, Siemens im Schnitt 4 Jahre, ja 4 bis 5, dann hat irgendwas nicht geklappt, eine Komponente hat gefehlt, Corona, blöd, Lieferengpässe, also 5 Jahre, 5 oder 6 Jahre, so, dann ist dieser Zug, ja, wenn er dann mal durchgelassen und eingelassen worden ist von der ERA und Co. und der ist dann da, dann ist der schon wieder 8 Jahre alt. Und dann kommt einer und sagt, naja, aber das nicht funktioniert und jetzt machen wir nicht WLAN, sondern irgendwas anderes, was weiß ich, was es in 8 Jahren gibt. So, und mein Problem ist, wir haben dann einen Riesen und dann haben wir am Ende 50 Züge bestellt. Ich weiß gar nicht, wie groß die Flotte der Deutschen Bahn ist. Ich schaffe das gar nicht, finanziell da in eine Grunderneuerung zu kommen. Und somit sind wir immer ein Step hinten nach. Und das ist ein systemimmanentes Problem. Aber das ist natürlich was. Ja, dazu, genau, ich kann das nur unterstützen und dazu kommt natürlich auch noch, dass die Stückzahlen, die bestellt werden, du hast es gerade gesagt, so gering sind, dass die Research and Development Prozesse bei den Herstellern das überhaupt nicht abbilden. Das ist der Unterschied zur Automobilindustrie neben den kurzen Innovationszyklen. Sind Einzelfertigungen. Genau, aber ich meine, vielleicht im Nahverkehrsbereich kann man das vielleicht nochmal auch als Massenware sozusagen, aber was heißt Massenware? 50 Fahrzeuge mal, 20 Fahrzeuge mal in Hamburg und deswegen glaube ich, dass es essentiell ist, dass auch die bestellenden Organisationen, die Verkehrsunternehmen sich einmal mal zusammensetzen, sich selbst überlegen, was sind denn jetzt die Innovationen, die wir brauchen, was wollen unsere Kunden und vielleicht auch gemeinsam Anforderungen an die Hersteller richten, damit die auch darauf reagieren können, weil ansonsten sagen die Hersteller, ja, können wir leider nicht entwickeln oder kostet halt pro Fahrzeug 500.000 €. Also wir stellen fest, wenn wir jetzt über die Hardware sprechen und über die Züge und die Veränderungen, die wir hier haben, die Innovation, dass so ein Zug schicker wird, bequemer wird, wie auch immer. Aber wir haben ja auch noch den anderen Aspekt, wir haben noch die Software sozusagen und die Prozesse, die möglicherweise auch schon vor dem Einstieg in den Zug beginnen. Also und da könnten ja auch gerade die Startups mit eine Rolle spielen, die also eine neue Customer Experience quasi von der Haustür bis zur Haustür mitbringen. Dass man also hier Prozesse bekommt, nicht mehr 100.000 verschiedene Tickets lösen muss, sondern alles in einem. Es ist ja fast eine Erwartung, die unsere Branche leider bis heute nicht erfüllt, aber das ist eigentlich fast eine Grundvoraussetzung für einen Fahrgast, finde ich. Aber trotzdem, auch wenn er dann ein Ticket hat, ohne das Fahrzeug wird er wohl nicht von A nach B kommen, weshalb es sich lohnt, über das Fahrzeug nachzudenken. Der Rest, der wird sich von selbst lösen, weil das werden die Nutzer nicht mehr mitmachen und er löst sich ja auch schon von selbst. Da gibt es ja wirklich mittlerweile tolle Apps, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die alle eins sind. Ich will noch mal auf den Zug zurück. Eigentlich, was wir gerade so besprochen haben, wir plädieren fast dafür, dass wir modulare Systeme kriegen. Und Züge werden wahrscheinlich immer Rollen haben und wahrscheinlich erstmal länger noch auf Schienen fahren. Aber was drin ist total herstellerabhängig im Moment. Das ist jeder Stecker anders. Ja, also wir kommen ja aus der Elektromontage, ich kann sagen, da ist wirklich nicht ein Stecker gleich, nicht eine Schnittstelle identisch und jeder Hersteller nimmt sich daraus, dass sogar sein System nicht kompatibel mit einem anderen System ist. Mache ich also eine andere Wagenreihe oder traue mich sogar Wagentypen zu mischen, funktioniert das ganze Ding nicht mehr. Und das ist so ein bisschen die Hausaufgabe unserer Branche. Das Thema Mut spielt da eine Rolle, weil als Hersteller will ich ja erstmal meine Sache schützen. Aber da mehr Richtung, naja, die Entwickler würden jetzt sagen, Open Source zu denken. Es muss ja nicht gleich umsonst sein, aber auf Schnittstellen sollten wir uns einigen, weil dann können wir moderner werden. Also laut Tesla muss es ja sogar umsonst sein. Der hat überhaupt gar keine Patente auf seinen Elektrofahrzeugen mit drauf und sagt, im Markt besteht der es am besten liefert. Und nochmal, Carola, auf den Punkt, den du gesagt hast, ich bin sehr wohl der Auffassung, dass die Zugänge und Abgänge in das Rundum-System der viel größere Verhinderer sind als das Rollmaterial itself. Also das Ding muss am Ende dann sauber sein, ich muss bequem irgendwie sitzen können, das muss irgendwie
nett sein, ich sage ja nicht cool, ja, weil cool sind wir ja wieder, wann kommt Coolness, du brauchst wieder 8 Jahre, übrigens ÖBB-Nachtzüge, ich habe die 2015, 16 nach Österreich gebracht und da kam die Studie mit dem UX-Designer, ich glaube, wir schreiben jetzt das Jahr 2021 Ende und wir sind immer noch am Bau, ne? Also nur damit man es von der Relation mal einfach greifen kann. 2018. Ja, also super, da waren wir noch richtig schnell. So, und also... Sorry, ich muss immer wieder drüber lachen, aber für mich diese Umsysteme, und du sagst jetzt auch Open Source, ich glaube nicht daran, dass sich diese Open Source Technologie in Angebotsplanung, in Tarifplanung, in Vertriebsplanung durchsetzen will. Wir hocken alle mit den Verkehrsunternehmen auf unseren eigenen Daten, die sind uns mega heilig, keiner von denen kann überhaupt irgendwas mit denen anfangen. Also wir selber sind ja kryptisch noch mit Excel-Listen unterwegs, die wir händisch abgleichen, wenn wir mal ein postalisches E-Mailing an unsere Abokunden rausschicken wollen. Also in 100 Jahren nicht, Fahrgastkonto, never heard, ja. Aber Hauptsache, wir sitzen auf unseren Daten und Hauptsache Google kriegt sie nicht. Ne? Und wo ich sage, warum nicht? Google oder gibt es doch irgendjemanden, dem es kann. Wir sind am Ende Verkehrsunternehmen oder ein Verbund. Wir sind keine IT-Bude. Wir wollen es auch nicht werden. Da draußen ist eine Kompetenz, die kann es viel besser. Ich muss keine vernetzten Apps bauen. Ich weiß, jeder Manager muss mindestens im Leben eine App gebaut haben, sonst war er keiner. Aber de facto, lass es doch die machen, die es können. Meinethalber gründet irgendwas aus, beteiligt euch daran. Und das fehlt der Branche. Also jetzt, wenn ich auch im Koalitionsvertrag sehe, ja, wir müssen das alles mehr vernetzen und denken. Und dann denke ich an die armen Kollegen im Deutschland-Tarif. Also, dass wir mal überhaupt einen Tarif hätten wie die Schweiz. Also lasst träumen. Klimaticket Österreich in 100 Jahren nicht. Also da wird es noch genug Berater geben, die genug Geld damit machen werden, um uns da alle zu erleuchten. Warum ist das so schwierig? Also gibt es denn da den Willen und den Gedanken, dass man sowas wie gemeinsame Schnittstellen braucht, um einfach voranzukommen, oder sitzt da wirklich jeder in seinem Turm? Nein, den Gedanken gibt es. Also man muss natürlich jetzt auch ein Stück weit mit in Betracht ziehen, du hast es mit Unternehmen und auch mit entsprechenden Werten in Unternehmen zu tun. Ja, da ist ja auch Know-how in den Unternehmen vorhanden und jetzt ist es nicht so, dass ich mein gewachsenes Know-how morgen am Tag einfach frei Haus einem Google gebe, der dann anschließend mir sagt, wie es bei Booking.com und anderen läuft, jetzt kriege ich nochmal 18% von dir ab von deinem Fahrpreis. Wir kommen aus einem Markt, wo wir heute hochgradig noch mit Unterdeckung unterwegs sind, also Kostendeckungsgrade von 40% und weniger sind teilweise noch an der Tagesordnung in dem Sektor. Und von diesem Kostendeckungsgrad soll ich dann auch noch Geld wieder abgeben an irgendeine Ticketmaschine. Ganz genau. Ich kann natürlich auch und dann kann ich dem HVV nur sagen, also ihr seid die Ersten, die es machen können, in den Deutschland-Tarif sozusagen reinzugehen, in eine App reinzugehen, dass ich überall in Deutschland auch letzten Endes durchbuchen kann, in alle Strukturen, auch im HVV, im Rhein-Main-Verkehrsverbund, im Münchner Verkehrsverbund. Wenn man dann aber in der Branche unterwegs ist, dann merkt man, wie weit wir dann auch davon entfernt sind. Weil dann ist wieder jeder HVV, ist jetzt nur mal so jeder HVV ist dann wieder der Erste, der sagt, nee, also wir haben hier unser eigenes Schokoticket und das wollen wir auch behalten. So, das geben wir auch nicht auf. Jetzt musst du diese ganze Ticketlandschaft in einer App abbilden. Da wünsche ich viel Spaß dabei, das alles hinzukriegen mit diesen unterschiedlichen Anpassungen, Anwendungen. Wann? Nein, es ist nicht unmöglich. Und die Branche hat ja jetzt angefangen und ist einen Weg gegangen. Wir sind in der Branche dabei, mit Mobility Insight versuchen wir, eine App zu kreieren. Die soll nächstes Jahr auch auf Sendung gehen. Also nicht jetzt in der Beta-Version, sondern in der Endversion, wo ich den Roller, haben wir gerade auch drüber gesprochen schon, den Roller, wo ich theoretisch auch mein Hotel, das E-Bike oder das Mietbike oder den Mietwagen, den Fernverkehr, den Nahverkehr, ganz egal, wo ich unterwegs bin, kann ich alles über eine App buchen, einen Preis und ich entsprechend bezahle. Also JV. Ganz genau, aber jetzt muss man sich dann die Landschaft angucken von Mobility Insight, wie viele weiße Flecken wir noch haben. Da gehört auch HVV dazu, gehört Berlin dazu, die dann sagen, nee, also wir machen lieber was Eigenes. So, du kommst natürlich nur schwer in dieser Branche weiter, weil jeder irgendwo sein eigenes Süpplein kocht. Das ist ja das Problem des Föderalismus, was wir ja in Deutschland haben, nicht nur im ÖPNV, sondern auch in vielen anderen Themen. Und das Thema ist, wenn man das aber nicht bringt, weil wir sind ja alle Alphas, die da sitzen, ja, und davon muss man runterkommen. Und da gibt es einfach andere Länder, die sind da weiter. So, und das ist halt, empfinde ich als ungeheuer schade,
dass wir diese Schritte aufgrund von, und du sagst, wir geben 18% als Beispiel Provision ab, herzlich gerne, gleich morgen, weil ich daran glaube, dass ich so viel Mehreinnahmen an Kunden, Mehrverkehr dadurch generieren kann, dass es mir die 18% vielleicht oder 20% wert sind. Ich glaube aber nicht daran, dass wenn ich mir mit einer eigenen IT-Kompetenz aufbaue im HVV, dass wir dann genauso schnell das leisten können und wenn, dann nur für unseren Fleck. Und was ist, wenn ich dann von Hamburg nach Berlin fahre? Dann ist aus. Aber meinst du denn, dass so eine Initiative und so eine App funktionieren könnte? Warum seid ihr nicht dabei? Also das ist doch jetzt auch wieder eine deutsche Initiative, wo man mal versuchen könnte, alle ziehen an einem Strang und einfach nur mal, weil man es gemeinsam schaffen will, geht man mit dazu. Bin ich voll mit dabei. Also wir sind dabei als Bentheimer Eisenbahn, auch in unserem kleinen Verkehrsraum. Und das war auch wichtig in dieser Entwicklung der App, dass Flensburg, also bestimmte Räume auch dabei sind und auch größere Verbünde dabei sind, Großstädte dabei sind. Das bildet sich jetzt alles ab. Ich bin zuversichtlich, lass das Ding 1-2 Jahre laufen, dann werden wir auch die anderen Verkehrsverbünde überzeugen, dass sie alle damit reingehen und dann die Deutsche Bahn ist dabei. Sie verzichtet sogar sozusagen dauerhaft auf ihren Navigator, integriert ihn auch bei Mobility Insight. Also wir sind da gut unterwegs. Und dann haben wir unsere eigene Vertriebsplattform. Da brauche ich nicht Google und Movil für. Das können wir dann auch selber und können auch selber viel, viel stärker im Nahverkehr in Deutschland diese Dinge dann auch entsprechend steuern und kommen dann auch direkt über die App beim Kunden an. Und das Interessante ist, mein Kunde in der Grafschaft Bentheim, der hat diese App, die nennt sich meinetwegen Grafschaft Bentheim, ist ja ganz egal, wie wir sie nennen. Und wenn der jetzt nach München fährt, hat er immer noch die gleiche App. Also der fühlt sich in dieser App zu Hause und bucht auch in München alles, was er in München an Mobilität braucht. Und muss nicht eine neue App runterladen, die er dann in München nochmal wieder, und dann muss er sich damit wieder anmelden und muss eine Kreditkarte hinterlegen und. Also ganz tolle Entwicklung. Ich erzähle jetzt mal ganz bewusst, ich habe auch eine App auf meinem Telefon, die heißt Google Maps. Und ganz ehrlich, egal wie doll wir uns in Deutschland auf den Kopf stellen, die holt ihr auch nicht mehr ein. Und deswegen, ich frage mich, also ich finde es super, ich finde die Initiative super, aber ich glaube einfach, dass dieser Punkt, den Anna vorhin gemacht hat, der ist so wichtig, die Expertise da lassen, wo sie ist. Wir sind kein IT-Hack-Unternehmen. Also wir haben unsere Daten für Google aufgemacht. Ja, wir können auch darüber, so kannst du dein Google und dann kannst du, weißt ja, dann kannst du draufdrücken und dein Ticket kaufen. Lange Diskussion. Ich glaube nicht daran, aber das ist eine Sichtweise, es ist ja egal. Ich glaube nicht daran, dass Verkehrsunternehmen oder Verbände in der Lage sind, bessere IT zu stellen als IT-Konzern. Das muss jetzt nicht Google sein, das kann auch ein Startup irgendwo sein. Also von People in diesem Mindset unterwegs sind, weil die einfach in einem anderen Umfeld unterwegs sind. Die haben andere Innovationsschübe, die bewegen sich an einem ganz anderen Kreis. Die sind nicht in diesem ÖPNV-Saft oder Schienensaft mit drin, ja, wo auch die Anforderungen ja wieder von Leuten kommen, die genau Teil dieses Systems sind. Und ich persönlich gehe dann einen anderen Weg. Ich sage immer, das sollst du machen, du kannst das. Ich kann Zug fahren, ich kann Bus fahren, ich kann U-Bahn fahren, ich kann Tunnel bauen. Ja, das ist das, was ich kann. Ich kann für Sicherheit sorgen, ich kann Tarife entwickeln, aber für IT-technische Umsetzungen brauche ich wen anderen. Also das ist meine Sichtweise, aber lässt sich natürlich drüber streichen. In verschiedenen Bereichen, also die Initiative in Ehren, aber wenn man sich beispielsweise das europäische Cloud-Projekt anguckt, wo also auch jetzt schon wieder alle sich gegeneinander zerstreiten und nichts auf die Schiene kommt im übertragenen Sinne. Du hattest den Koalitionsvertrag gerade angesprochen und da gibt es ja auch einiges zur Mobilitätswende und zu dem Thema. Habt ihr da irgendwelche Themen, von denen ihr sagt, da hoffen wir jetzt auf die neue Regierung, das wird jetzt wirklich den Schub nach vorne bringen, viel mehr Leute in die Züge, viel mehr Güter auf die Schiene. Also ist es tatsächlich jetzt der große Wurf oder was erwartet ihr von der neuen Ampelregierung? Also ich finde, es gibt einige gute Ziele, die festgehalten sind im Koalitionsvertrag, also ambitionierte Ziele auch wirklich, muss man sagen, im Güterverkehr 25% und im Nahverkehr deutliche Steigerung nennt man das. Also nennen Sie das in Passagiere im Nahverkehr. Das Problem oder die Herausforderung wird jetzt, das zu konkretisieren und wirklich auch diese Schlagworte, die genannt werden, Erhöhung der Regionalisierungsmittel etc., wirklich mit mal Zahlen zu hinterlegen. Und ich glaube, da will ich gar nicht den schwarzen Peter nur an die Politik wieder abgeben, sondern ich glaube, wir als Branche können da durchaus auch was leisten und sagen und Vorschläge machen. Ja? Die Politik hat ja diese Expertise nicht, die notwendigen Planungsgrundlagen zu evaluieren und zu sagen, wir brauchen jetzt die und die Mittel. Ja, das muss aus der Branche kommen. Und ich glaube, diese Übersetzungsleistung, da gibt es auch noch viel Spielraum für uns. Aber die Hoffnung ist da, dass die Regierung auf jeden Fall mal jetzt schienenfreundlich ist und euch da den Weg ebnet? Also
es ist zumindest so, dass der Koalitionsvertrag viele Dinge jetzt beschreibt, zwar nicht sehr verbindlich, aber er beschreibt viel mehr noch zum Thema Schiene, als wir es in vorherigen Koalitionsverträgen jemals gelesen haben. Das ist erstmal positiv, weil nichts geschieht in einer Regierungskoalition, wenn es nicht im Koalitionsvertrag irgendwo steht. Also haben wir in diesen 4 Jahren zumindest die Möglichkeit, diese Themen auch anzugehen. Allerdings muss man sagen, ein Koalitionsvertrag ist ein Papier, da steht auch viel drin. Wir müssen Geschwindigkeit. Wir haben kein Erkenntnisproblem, schon seit Jahren nicht. Wir haben ein Umsetzungsproblem in Deutschland. Und da müssen wir ran. Und dieses Papier beschreibt ganz viel, ist auch alles in Ordnung. Ich wünsche mir vom Bundesverkehrsminister, von Herrn Wissing, bei seiner ersten Woche im Amtsantritt in diesen ersten Stunden, dass er versucht, die ganzen Prozesse, die wir gerade auch schon beschrieben haben, da brauchen wir Geschwindigkeit und da brauchen wir einen mutigen Bundesverkehrsminister, der auch mal Zöpfe abschneidet, die wir seit Jahren bemängeln und vor uns herschieben, ob das Vergaberecht ist und andere Dinge sind. Da gehört eine ganze Menge auf den Tisch und die kann er in den ersten Tagen direkt angehen mit seinen Leuten, die richtigen Positionen mit den richtigen Leuten besetzen und da sehen, dass er da Tempo auf. Ich glaube, die richtigen Leute sind auch so ein Punkt, diese Kompetenz, dass die nicht fehlt. Das ist so wichtig. Und immer nur jemand anders auf die Schulter klopfen und sagen, guck mal, du kannst den Posten haben, weil du bist ja schon 50 Jahre dabei und du brauchst jetzt einen Job. Das passiert in der Politik, haben wir vorhin schon drüber philosophiert, viel zu oft. Und was passiert denn dann bei uns? Wir haben nicht die Expertise auf der anderen Seite, die wir brauchen, um voranzukommen. Da ist das Datenschutzgesetz ein wunderbares Beispiel. Ja? KI kann so viel bewirken, gerade im Bereich Sicherheitstechnik, was wir über die Kameras für Smart City alles erfassen könnten. Aber auf der Seite von denen, die das Datenschutzgesetz gestalten, gibt es kaum Know-how im Bereich KI. Das heißt, wir werden dort nicht vorankommen, außer wir setzen dort Menschen an die Positionen, die Ahnung haben. Oder geben denen zumindest Berater an die Hand, die ihnen helfen können dabei. Ah, schwierig, Berater, da kriegen wir wieder Allergien. Ja, da sehe ich dann wieder diese Klassiker vor mir dann. Nein, also was meine, der Koalitionsvertrag ist in Summe ein gutes, solides Papier. Ich sag mal, jeder, der in dieser Branche unterwegs ist und nachts um 3 aufsteht, würde das wunderbar so ähnlich da niederschreiben, vielleicht nicht in dem schönen Deutsch. Du hast gesagt, wir haben keinen Erkenntnisverlust oder mehr, weil man liest das und sagt, ja, also in Österreich sagen wir, jo, ne, so, euer, was ist jetzt new, ne, also de facto, das ist richtig. Mein Thema ist, wie wird es jetzt am Ende des Tages übersetzt in Geschwindigkeit? Aus meiner Erfahrung ist immer das Problem, wenn du dann am Ende mit der Ministerien- oder Behördenseite dann sprichst, weil das sind natürlich unsere geldgebenden Instanzen am Ende des Tages, dann ist das manchmal so das Thema, dass man sehr viel edukative Arbeit leisten muss, um die auf den gleichen Wissensstand zu heben, die man denn selber hat. So, und unser ganzes Konstrukt in Deutschland in der Gesetzgebung ist ja auf Konsequenzen und Haftungen gebaut. Also wenn irgendwer einen Fehler macht, dann kommst du dafür gleich mal, das ist ein Thema. Und wenn dich dann jemand anpinkeln möchte, weil er dich nicht mag, weil du aus der falschen Partei bist oder so, dann hängen sie dich am nächsten Baum für, ich weiß nicht, für eine Taxifahrt auf, ja, obwohl du auch jetzt mit dem Bus fahren können. Also faktisch ist, wir haben da wirklich ein Know-how-Problem. Und wenn man sich jetzt anschaut, egal in welchem Ministerium man da unterwegs ist, man hat dort keine wirtschaftliche, privatwirtschaftliche Marktexpertise drin. Und das ist immer mein Problem. Ja, also wo ich sage, mein Andockpunkt für die, mit denen ich das zusammen machen möchte, was geht Hand in Hand? Das sind Staatsgelder, das sind Steuergelder und dafür ist auch deren Amt, dafür Sorge zu tragen, dass es richtig investiert wird. Nur das Thema ist, wir haben ein Wissensthema. Und wenn man sich dann anschaut, wer darf denn da alles Minister, da parlamentarischer Staatssekretär, sonst, du brauchst eine Laufbahn, musst Beamter gewesen sein und pipapo. Aber wir bräuchten da vielleicht wirklich Leute aus der Branche, die mal, weiß ich, 15 Jahre lang in der Branche unterwegs und dann einfach mal einen Seitenwechsel, sag mal einen Perspektivenwechsel, einen Job-Rotation einfach macht und sagt, ich gehe mal woanders rein und versuche da die Stränge durch. Weil wie sollen denn diese Ämter digitalisieren, wenn sie da ein Setup an People haben, die seit 30 Jahren immer noch mit dem Fax arbeiten? Also das ist ja gar nicht Problem und Schuld der Leute, sondern das ist das Problem, dass du dieses Wissen nicht reinbekommst. Und die Berater, ja, natürlich. Ich war selber mal im Inhouse Consulting, also alles gut, nur de facto, die verdienen mit diesem System am Ende das meiste Geld. So, die und die Juristen, ne? Weil dann sind wir wieder beim Thema Haftung. So, und das System müssten wir kippen. Und das ist sehr schwer, weil das lese ich im Koalitionsvertrag nicht, dass wir Wissen aus der Privatwirtschaft in die Politik bringen. Anna, ich lasse die Frage gleich mal bei dir, weil wir jetzt schon so ein bisschen in die Endrunde einsteigen. Und Corona begleitet uns jetzt schon seit 2 Jahren. Hast du den Eindruck, dass diese Pandemie dazu führen wird, dass Prozesse beschleunigt werden, dass da jetzt vielleicht ein Bewusstsein da ist, ja, wir müssen Verkehrswende, wir müssen andere Mobilität, wir müssen mehr vielleicht in Züge, weniger Auto, oder dass die Leute jetzt aus lauter Angst auch in ihr Auto steigen und sagen, ich will gar nicht mehr im Zug fahren, öffentlicher Personennahverkehr bloß nicht mehr in die Bahn rein, also dass die Pandemie im Grunde genommen genau dagegen spielt?
Pandemie hat uns wehgetan. Also ich kann es für den HVV sagen, wir haben rund jetzt auch im eingeschwungenen Zustand 20% unserer Fahrgäste verloren und auch dauerhaft verloren. Sicherheit, Ansteckungsgefahr und da kannst du noch so viele Studien machen, dass du dich nicht ansteckst, das ist wurscht. Das ist ein subjektives Empfinden und das hat auch seine Berechtigung, Wegfall von Reiseanlässen etc. pp. Aber das hat jeden mehr oder weniger getroffen. Ich glaube, wenn man die Frage stellt, welche Chancen bringt Corona, ja, so ist das Glas halb voll oder halb leer. Ich glaube, die Branche merkt gerade, dass sie sich verändern muss. Sie hat massiven Druck, weil die öffentlichen Haushaltsmittel das nicht alles werden auf Dauer ausfinanzieren können. Und ja, es passiert, jetzt muss ich vorsichtig sein, wie ich es formuliere, es passiert deutlich mehr als in den letzten Jahren davor, aber es verkürzt die Entscheidungsprozesse nicht. Also ich muss immer noch im HVV durch 5 Gremien durch, 5 Gremien, die tagen genau einmal im Quartal, 5 hintereinander, wenn ich etwas verändern möchte. Und sei es am Ende nur ein neues Tarifangebot einführen möchte oder sogar eine Kommunikationsmaßnahme bringen möchte. Das heißt, diese Prozesse nehmen nicht ab, aber die Druckbefüllung, die jetzt reinkommt an Ideen, die ist größer. Das heißt, wir pumpen mehr rein und an Kraft meines Amtes und meiner großen Klappe drücken wir das dann auch teilweise durch. Aber du brauchst unheimlich viel Kraftanstrengung und ich würde mir einfach wünschen, dass diese Prozesslast runterfällt. Ich gebe die Frage mal an dich weiter, weil du natürlich auch mit den Unternehmen aus dem Verband dann zu tun hast, wie sich da aus deren Sicht die Pandemie auswirkt. Also ich kann das letzten Endes nur bestätigen. Wir haben ja im letzten Jahr im Rahmen des ersten Lockdowns also einen richtigen Schuss vor den Bug bekommen mit rund 70% Fahrgasteinbruch. Wir haben den Nahverkehr und auch den Fernverkehr weitgehend aufrechterhalten, als wenn es Pandemie gar nicht gegeben hat. Das hat natürlich ein wahnsinniges Geld gekostet. Und wenn ich dann spreche, dass wir schon vor der Pandemie mit Kostendeckungsgraden gearbeitet haben von 40, 50, 60, 70%, je nachdem, in welchem Raum man sich bewegt hat, dann kann man sich so ein bisschen auch da reinfinden, dass man sagt, was hat da für eine Erosion an Geld stattgefunden, die nicht da ist, obwohl die Mitarbeiter weiter ihre Leistung gebracht haben, die Fahrzeuge sind gefahren, sie haben sich auch entsprechend weiter abgenutzt. Also das ganze Thema hat uns letzten Endes begleitet. Jetzt gehen wir in die nächste Phase. Wir waren so gerade im Sommer wieder so im leichten Aufwind. Wir liefen wieder Richtung 90% hoch, 85, 90%. Und im Moment geht es gerade wieder sozusagen ganz kräftig zurück. Zwar nicht wieder wie im letzten Jahr, aber wir werden sicherlich jetzt erleben, dass wir uns irgendwo bei 70, 65, 70% bewegen. Und die Anna hat es ja gerade auch gesagt, das ist für uns eine riesen Herausforderung nach Corona, diese vielen Menschen, die mal bei uns waren, wieder zurückzugewinnen. Und das wird die große Kraftanstrengung sein, weil wir haben ein relativ kostenintensives System, was wir natürlich mit Fahrgästen decken müssen. Aber zum Thema weniger Fahrgäste, ich will mal das Glas halb voll machen. Das kann auch gut sein. Wir haben so viel zu tun an der Infrastruktur, da muss so viel gebaut werden. Unsere Leute bei LAT können nur noch nachts arbeiten, vorlieb zwischen 2 und 4 Uhr morgens oder an Feiertagen, weil wir sonst zu viele Fahrgäste haben. Und vielleicht sind wir in der Lage, jetzt mal umzudenken, wir haben die Pandemie ja jetzt ein bisschen geübt, und zu sagen, okay, wann haben wir denn weniger Fahrgäste? Wollen wir wirklich weiterfahren oder nutzen wir die Zeit, um unsere Infrastruktur mal in Schuss zu bringen? Und wir könnten viel, aber da sind wir wieder bei den langen Entscheidungsprozessen, bis wir bauen dürfen. Haben wir auch 7 Faxe ans Tiefbauamt geschickt, also dauert immer ein bisschen. Aber eigentlich wäre das eine Chance, wenn man es mal so sieht. Ich weiß, wir kriegen die Fahrgäste jetzt nicht zurück, da können wir, glaube ich, nicht viel dran ändern. Aber Fakt ist, die kommen irgendwann zurück, weil die Straßen zu voll sind. Und wenn wir das erkennen und jetzt sagen, investieren. Man muss bei der Geschichte nur berücksichtigen, wir haben im Schienennetz nicht nur Personenverkehr. Und der Güterverkehr läuft und er läuft auch zunehmend besser auf der Schiene. Durch das ganze Thema Klimawandel merken wir einen durchaus positiven Zuspruch. Was wir aber im Moment auch erleben ist, ja, trotzdem, die fahren teilweise auf den gleichen Netzen unterwegs und wir erleben gerade im Güterverkehr, dass die Qualität gnadenlos nach unten geht, weil wir so viel Baustellen im Netz haben und der Güterverkehr kaum noch durchkommt. Und das führt natürlich, ja, mag ja sein, aber man muss das aussagen. Wir haben nicht nur Personenverkehr, wir haben den Güterverkehr und deswegen können wir nicht einfach sagen, wir legen mal so Strecken lahm und bauen dann erstmal, weil wir ja nur Personenverkehr haben und die haben wir jetzt gerade nicht. Nein, wir haben eine ganze Menge Güterverkehr. Genau. Also, aber ich denke, in Summe ist es ein wichtiger Aspekt in der Diskussion auch, dass man trotzdem das Angebot für die Fahrgäste aufrechterhalten lassen muss. Weil wenn ich kein Angebot habe, dann fährt sicher keiner mit dem Zug. Ja? Und man sieht zum Beispiel auch in Österreich, natürlich sind, und der ÖBB sagt es auch, die Fahrgastzahlen heruntergegangen, auch im Fernverkehr. Nur die Leute, das Schienenangebot muss aufrechterhalten werden und auch die ÖBB bestellt weiter Züge, weil es wird wieder besser werden. Und wenn es kein Angebot gibt, dann fährt gar niemand mit dem Zug. Und ich glaube, das ist schon ein Thema. Natürlich, es ist kostenintensiv.
Ja? Aber es muss ein Angebot geben, sonst können es die Leute gar nicht annehmen. Wir wollen ja auch mit allen vor den Monitoren diskutieren und hier auch im Raum. Und deshalb würde ich jetzt auch noch mal bitten, dass ihr eure Fragen einstellt hier auf unserem Slido-System. Dann gibt es so eine Art Abstimmung und dann haben wir hier gleich die Fragen, die wir noch mal in die Runde geben, auch hier natürlich an den Raum. Aber bevor wir damit loslegen, gebe ich eine ganz kurze Runde, und weil wir bald Weihnachten haben. Und das, guckt euch noch nicht die Fragen an, macht sie noch mal am besten weg. Nicht, dass sich alle schon darauf vorbereiten können. Nee, es gibt noch eine ganz kurze Weihnachtsrunde. Und zwar so eine Art Weihnachtswunsch, ja, den ihr jetzt äußern könnt. Und wirklich nicht länger als jetzt so 2, 3 Sätze, gar nicht lange ausführen, sondern einfach nur, wenn ihr euch was wünschen könntet für eure Industrie, was wäre das? Wir fangen mal mit dir von Siemens an. Okay. Also der Punkt, du hast ja vorher was gesagt wegen Open Source. Ne? Das Thema ist halt, am Ende des Tages sind die Fernverkehrsausschreibungen sehr individualisiert. Das heißt, wenn auch die Eisenbahnverkehrsunternehmen keine Gleichheit haben, so wie du das angerissen hast, dann wird jeder Fahrzeughersteller weiterhin sein individuelles Fahrzeug für den Betreiber spezifisch spezifizieren und dann eben ausliefern. Und ich denke, da wäre es wichtig, dass man in einen Industriedialog rechtzeitig kommt, auch mit den EVUs, und dass man hier auch versucht, Dinge, die andere gut gemacht haben, wieder zu spiegeln und auch wieder zu verwenden, um hier auch in Summe die Kosten zu reduzieren zu können. Weil wenn wir individuelle Fahrzeuge herstellen müssen für jeden Betreiber, dann sind die sehr teuer. Ne? Und, ja. Also ich würde mir wünschen, dass wir das Thema Planungs-, Genehmigungs- und Finanzierungsprozesse deutlich beschleunigen. Habe ich ja vorhin auch schon gesagt, wäre auch eine Botschaft an den neuen Bundesverkehrsminister, hier Hand anzulegen. Ich kann nur einladen, wir haben einen ersten Abschnitt bei uns in der Grafschaft Bentheim reaktiviert und wir haben das in 4 Jahren geschafft, von der Entscheidung des Ministers über den über das Verfahren und den Beschluss und Finanzierung und Inbetriebnahme. Das geht, das kann man machen, das muss nicht alle 7, 8, 9 oder 10 Jahre dauern. Von daher, da ist Hand anzulegen. Auch notiert für den Weihnachtsmann. Ich habe einen Wunsch, wenn wir jetzt schon bei Politikwünschen sind, aber ich habe auch einen Wunsch an die Branche. Von der Politik wünsche ich mir, dass die, geht in deine Richtung, standardisierte Bewertung überarbeitet wird, hin zu mehr gesellschaftlichen Nutzen muss da mehr rein. Ja? Klima, Systemresilienz aber auch. Es kann nicht sein, dass wenn ein Stellwerk ausfällt, alles flach liegt. Das sind wirklich Aspekte, die in diese standardisierte Bewertung rein müssen oder gleich ganz weg. Und das Zweite an die Branche, das ist aber auch, ich wünsche mir mehr Mut. Und ich wünsche mir mehr Mut in den Graubereichen, die wir haben, zum Beispiel bei Vergabeprozessen, die dann auch bitte schön auszufüllen und nicht immer dann aufs Schwarz zu fallen. Ja, und ich glaube, da gibt es in der Branche eigentlich viele Menschen, die da engagiert sind und das wollen. Sie müssen, glaube ich, nur noch mal stärker hervortreten. Ja. Vergabe ist auch mein Stichwort. Ich wünsche mir einfache Ausschreibungen. Und jetzt, Anna, Vorsicht, du weißt, der Weihnachtsmann hat auch eine Route. Die ist okay, die habe ich jeden Tag dabei. Das ist kein Problem, die habe ich mir schon weggenommen. Faktum, ich wünsche mir einfach freie Wirtschaftsexpertise in unseren politischen Gremien und Entscheidungsinstanzen. Sehr gut. Und jetzt schauen wir mal, was es für Fragen gibt hier bei Slido. Gucken wir mal. Ihr habt schon geguckt, also wir beginnen einfach oben und ich gebe es in die Runde rein. In den Fernzügen wird es seit den vergangenen Jahren gefühlt immer enger und der Sitzkomfort leider ungemütlicher. Wollen wir nicht mehr Menschen begeistern? Also damit dann offensichtlich nicht. Ist es so? Haben wir jetzt nicht gerade gesagt, es fahren immer weniger Menschen? Ich habe ein tolles Beispiel. Ich muss noch mal auf den Ideenzug zurückkommen. Da war das modular. Und je nach Belegungsgrad können die Sitze verschoben und verstellt werden. Die Idee finde ich so geil. Ich hoffe, Ihr Fahrzeughersteller verfolgt die weiter. Man hat sogar einen Sitz entwickelt, den es in den 50er Jahren im Nahverkehr schon gegeben hat, wo man nur die Rücklehne einmal rübergezogen und dann saß man wieder in die andere Fahrtrichtung. Also total einfach, ging auch schon vor 50 Jahren. Ich will aber zu der Frage durchaus sagen, ich fahre ja nun auch sehr oft Fernverkehr und ich glaube, die Kollegen wissen, dass auch der neue ICE 4 ist ein Beispiel dafür, dass man nicht auf den Kunden Rücksicht genommen hat, sondern hat ein Fahrzeug entwickelt mit, ich weiß nicht, CW-Wert und was alles wichtig war, aber wie das Fahrzeug von innen dann vom Kunden letztendlich noch genutzt werden kann, stand irgendwie ganz weit hinten. Dieses Fahrzeug ist nicht das, was der Markt braucht, jedenfalls nicht von innen. Das andere mag alles richtig sein, technisch, aber... Vielleicht das Thema ist, weil das steht mit dem Sitzkomfort und engere Sitzplatz an Thema. Es gibt bei manchen auch Preis pro Sitzplatz Evaluierung oder Anzahl von Sitzplätzen, die man in ein Fahrzeug hineinbekommt. Das heißt, da muss man
sich auch anschauen, was ist in den Ausschreibungen spezifiziert. Und ich sage mal, als Hersteller, wenn man einen Auftrag gewinnt, dann optimiert man sich natürlich auch an die Kriterien des Ausschreibungsverfahrens. Also das ist, glaube ich, schon ein Thema, was wird ausgeschrieben, ne? Und man will ja gewinnen. Nein, nicht unbequem, aber da steht auch das Thema enger. Ja, also das Platz und ungemütlich ist natürlich auch ein Preisthema. Die Sitzhersteller haben unterschiedliche Preise, Kategorien und das ist die Frage, wie spezifiziert ist. Aber genau, da sind wir schon viel zu weit unten in der Kette, ja? Wenn ich das so ausdrücken darf. Wir haben ein Projekt gemacht in Frankfurt zum Thema Busausstattung, innovative Bus aus Kundenperspektive. Und wirklich eins der Top-Themen, das Top-Thema kann man sagen, wenn man eine quantitative Auswertung mit 1000 Leuten Befragung macht, war Beinfreiheit. Nummer 1. Ja? Und das ist total profan am Ende des Tages. Es waren nicht irgendwie Solardächer, die sie wollten, sondern ich will meine Beine abstellen können. Das, was du meinst, auf einer 10-Stunden-Fahrt Genau. und nicht das Solardach. Also da kommt aber nochmal die untere Frage, haben wir gleich mitbeantwortet. Ist Preis ein ausschlaggebender Faktor? Leider ja, aber in der Ausschreibung, nicht beim Fahrgast. Fängt schon viel früher an, ne? Ja, und auch wenn man hier bei Ryanair sitzt und sich die Füße und die Knie und das Kinn macht, dann freut man sich trotzdem nicht, dass es so unbequem ist. Die Frage da drüber irgendwo, ne? Für 50 € Malle hin und zurück. Ja, aber da würde ich gerne, dafür würde ich gerne auch was sagen können. Also wir können uns 1:1 nicht mit der Luftbranche vergleichen. Wir sind insbesondere im ÖPNV und auch die Deutsche Bahn, ein Daseinsvorsorgethema. Das heißt, wir arbeiten nicht nachfrageorientiert, wir arbeiten angebotsorientiert. Und dazu kommen, ja, aber kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber du fährst diesen Zug jeden Tag in einer Taktung von 1 bis 2 Stunden und du kriegst die Züge dementsprechend auch nie ganz voll. Das ist mal so der eine Punkt, ja. Und das zweite ist, das ist ja auch ein ganz anderes Pricing-Modell. Ryanair hat komplett standardisierte Flugzeuge. Das ist ein Wartungssystem, ein Mannschaftssystem, ein Zulassungssystem. Das haben wir nicht. Bei uns ist jeder ICE unterschiedlich zugelassen, jeder IC, jede Regionalbahn und sonst was. So. Und wir haben hier natürlich diese kostentreibenden Faktoren mit darin. Ja? Und man kann für 50 € nach Malle fliegen, ja, und das ist auch alles nicht kostendeckend und die zahlen drauf, weil es ein Gesamtumsatzsystem ist. Ja? Und ich würde das 1:1 nicht so vergleichen. Ja, der Tarif ist eine maßgebliche Rolle, aber in dem Ranking, ob du einsteigst oder nicht, ist es nur Platz 3. Da gab es auch eine Frage zum Klimaticket, die fand ich super, die liebe ich, ja. Kann ein deutsches Klimaticket à la Österreich ein Anreiz sein, mehr Menschen für den ÖPNV? Also das ist ein Thema, damit werde ich ja totgeschmissen in meiner Funktion. Auch dieses 365-€-Ticket aus Wien. Ich lebe ja noch in Wien, arbeite jetzt für Hamburg, also ich kriege das jeden Tag 5-mal ab. Und ich weiß, dass der Faktor Geld immer ein maßgebliches in der Diskussion ist. Nur jetzt haben wir auch in Wien das 365 € eingeführt. Hat das zu mehr Nachfrage geführt? Nein. Es war eine 100% Kannibalisierung, wird mit einer, ich glaube, rund 500 Millionen € aus der Stadt Wien herausfinanziert. Das Klimaticket, sensationelle Sache. Ja, also du fährst dann ganz Österreich platt für 1.000 € im Schnitt. Mit Stadtverkehr. All in, all wie in der Schweiz, all in. Ja, nur de facto, wenn man jetzt von den Verkaufszahlen ausgeht und dem, was sie sich vorgenommen, es wird nicht zu einem signifikanten Anstieg an Mehrverkehr führen, sondern es ist ein Komfortfaktor. Und das ist das Interessante. Sogar wenn wir den ÖPNV gratis stellen würden nicht signifikant mehr Leute fahren. Das glaubt mir immer keiner. Aber es ist leider so, ja. Und dazu gibt es genug Befragungen, Testing auch gemacht. Auch ich habe in meiner Funktion jetzt den ÖPNV in Hamburg für 4 Tage zum Marktrelaunch auch kostenfrei gestellt. Noch aus einem anderen Titel heraus, weil Mehrwertsteuerrückerstattungsthemen noch aus der Gesetzgebung noch vorlagen. Nur de facto ist es dann nicht so, dass auf einmal 3-mal so viele Leute dann fahren. So, und der Preishebel wird zu nah rangepackt. Das ist ganz interessant, es funktioniert nicht. Was aber das Klimaticket kann, und das ist nämlich ein Ticket für alles, für österreichische Bundesbahn, für alle Wettbewerber, für jeden Bus, für jede Tram, für jedes Schiff, für jede U-Bahn, egal was. Und das ist der signifikante Vorteil, der zieht und nicht der Preisfaktor. Da kann man sich übrigens auch die App sparen in dem Fall, das ist noch mal kurz hinzugefügt. Nee, ich wollte es unterstützen, also Reisezeit natürlich bei Weitem der entscheidende ausschlaggebende Grund. Ich glaube, gerade im Nahverkehr wird der Preis durchaus überschätzt im Regelfall in der Debatte. Gut, was haben wir noch? Ich gucke mal rum, ob ihr noch was dazu beitragen wollt. So, Klimaticket, 50 nach Malle. Wie kommen vor dem Hintergrund der aktuellen Marktkonsolidierung Innovationen voran? Bahnverkehr sicherstellen hat erstmal Vorrang. Gut, das war ja so ein bisschen auch mein Thema. Also das ist die Frage, was ist denn die Innovation? Der Zug fährt auf der Schiene, also grundlegend am System ändert sich ja nichts. Und wie wir auch merken, die Züge sind ja im Verkehr unterwegs, also ABUs natürlich.
Das ist dann spezifisch, da können die Betreiber mehr zu sagen. Aber die Innovation an sich hat ja nichts mit dem fahrenden Verkehr zu tun. Die kommt ja mit den Neubestellungen. Ich finde Abellio eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil das ist ja NRW-Fuhrpark gewesen, oder nicht? Und in dem Sinne ist da das Thema, was wir vorhin schon hatten, größere Bestellungen, ermöglichen Innovation, ja, weil die Hersteller dann bereit sind zu investieren, auch in neue Innovationen. Und die werden jetzt übernommen von den Betreibern, die Verkehre übernehmen, ja, nach der Abellio-Pleite. Und in dem Sinne ist das da eigentlich, es ist eigentlich schon ganz gut gelöst da mit dem NRW-Fahrzeugpool. Jetzt die Frage nach dem HVV, der nicht alle Daten, ich dachte, du stellst die Daten zur Verfügung. Es ist sequenziell, aber es ist nicht vollumfänglich, weil du natürlich auch da wieder die Diskussion führst. Das ist ja die gleiche. Also die Daten liegen ja auch bei den Verkehrsunternehmen und jetzt nicht typisch beim Verbund. Wären sie bei mir, hätte ich sie rausgegeben. Ja? Und du bist dann natürlich in einer ordentlichen Diskussion. Aber wir öffnen uns. Also wir haben Google mit drin und das geht zuzelweise voran. Leider nicht in der Geschwindigkeit, aber immerhin. Aber auch die danach folgende Frage ist sehr interessant. Ne? Geben das die Möglichkeiten der Verträge überhaupt her, sich um Innovation zu bemühen? Also diese Verträge sind immer noch aus meiner Sicht ausreichend gut dotiert, dass sich ein marktwirtschaftlich gedachtes Unternehmen auch sehr gut darin orientieren kann. Also bisher war es in keinem Fall, habe ich es noch nie erlebt, dass ein Vertrag so niedrig dotiert war, dass ein Unternehmen nicht hätte damit hauswirtschaften können und Innovationen vorantreiben. Ja, also Corona ausgeschlossen, ne? Also wenn draußen Shit happens, dann kannst du nichts dafür. Das ist was anderes, ist auch das, was Abellio am Ende umgebracht hat. Ne? Ja, Abellio, wir haben ja noch mehr. Also wir haben ja noch die Eurobahn. Also es sind ja klassischerweise Unternehmen, die in Deutschland tätig sind, von ausländischen Staatsunternehmen, die hier offensichtlich, weiß ich nicht, mit was für einer Strategie in die Ausschreibung gegangen sind. Aber man muss auch dazu sagen, es gibt natürlich auch in einem Ausschreibungszeitraum von 15 Jahren durchaus Entwicklungen, die eine Ausschreibung so nicht abbilden kann. Und auch da muss man sich Gedanken drüber machen, damit man jetzt nicht Dauerpleiten erlebt, weil das gibt eine Erosion im System Nahverkehr, wenn das passiert. Also das ist nicht ganz ohne, dass man jetzt einfach nur sagt, na, da ist einer pleite und dann machen wir morgen wieder weiter, sondern da sind die Aufgabenträger auch ein Stück weit mitgefordert. Und ich will auch noch mal einen Appell sagen, man muss auch aufpassen, dass die Aufgabenträger nicht der Meinung sind, sie sind die besseren Unternehmer. Auch das erleben wir im Moment. Auch zum Thema Fahrzeugpool. Überall sollen Pools gebildet werden. Die Busse sollen jetzt nur noch gepoolt werden. Also der Unternehmer hat nur noch eine Verantwortung. Er muss das Personal besorgen, er muss die Haftung übernehmen für Krankenstände und alles andere macht der Aufgabenträger. Das wird nicht funktionieren. Das ist ein Ding, was in die Einbahnstraße führt. Das ist bei dem Thema Fachexpertise auf welcher Seite? Ne? Sollte man das System nicht von den Menschen denken, die nicht im System sind? Das sind ja 10-mal mehr, also die noch nicht fahren. Definitiv. Wir reden ja, das ist immer das Schöne, wir reden immer von Kundenrückgewinnung. Ich habe neulich mal in einem Gremium gesagt, ich rede nicht von Kundenrückgewinnung, sondern von Kundengewinnung. Es gibt ja nicht Kunden. Wenn ihr Mobilitätswende, Verkehrswende schaffen sollt, dann brauchen wir irgendwann noch einen Zuwachs von über 100%, jetzt Corona-bedingt. Das wirst du ja nur mit denen machen, die es heute noch nicht nutzen. Das ist aber etwas, da tut man sich sehr schwer in der Branche, weil dazu gibt es ja sehr wenig Marktforschung. Da man fragt ja immer die schon nutzen und versucht daraus Handlungsempfehlungen zu machen. Aus meiner Sicht ein falscher Zugang. Ich müsste mit denen reden, die nicht Teil des Systems werden. Da weiß man aber so weniger, weiß man nicht, was man fragen soll. Aber das sind auch Aspekte, die muss man jetzt aufmachen. Ja, und um da einfach mehr Erkenntnis. Und ich glaube, das ist etwas, wo Corona jetzt geholfen hat, weil die Fahrgastverluste, die ich habe, die werde ich mit dem Bestandsklientel kaum noch heben. Weil wenn du Homeoffice hast, dann fährst du halt nicht mal 5-mal die Woche ins Büro. Da kann ich machen, was ich will. Aber ich muss dann die neuen Gruppen erreichen und da muss ich dann dran. Und da vielleicht auch über den Tellerrand gucken. Also ich weiß, wir können immer Marktstudien machen, aber es lohnt sich ja auch mal in andere Länder zu schauen und in andere Städte. Da gibt es ja doch ein paar gute Beispiele. Da gilt das Gleiche wie gerade bei der Koalitionsgeschichte. Wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Das gilt auch da bei dieser Geschichte, wie wir Fahrgäste gewinnen. Wir können jetzt noch so viele Haushaltsbefragungen machen, sondern wir wissen relativ genau, warum Leute nicht mit dem Nahverkehr fahren wollen. Da gibt es die auch nie Nahverkehr fahren werden. Die gibt's. Es gibt aber auch diese Zwischengruppe, die sagt, ich kann es mir zwar vorstellen, aber ich habe noch Probleme damit, weil vielleicht die Taktdichte nicht da ist, die Unzuverlässigkeit da ist. Da gebe ich auch der Anna recht. Also der Preis ist sicherlich viel weiter unten, sondern da sind andere Dinge, die wichtig sind. Wenn ich morgens mit dem Zug zur Arbeit muss, dann erwarte ich, dass der Zug auch fährt und dass er pünktlich ist. Das hilft mir nichts, wenn 3-mal in der Woche der Zug ausfällt und ich stehe auf dem Bahnsteig und komme nicht zur Arbeit. Das schenke ich mir, das habe ich bei mir in der Region, wo die jungen Leute sich eine Fahrgemeinschaft wieder bilden, kaufen sich ein Auto und sagen, ich schenke mir den Zug, weil er halt so unzuverlässig ist. Das gehört alles mit aufs Tableau drauf, wo die ganze Branche besser werden muss, damit sie Menschen überzeugt, dann auch
vom Auto auf die Bahn zu gehen und nicht nur den Bestandskunden zu sehen. Dieses Umdenken ist immer wichtig. Wo wird denn die Entscheidung getroffen, wie ich überhaupt in die Stadt fahre? Und wir denken immer sehr stadtspezifisch, aber am Ende natürlich die von draußen reinkommen, die machen die Entscheidung. Fahre ich mit dem Auto oder auch Mist, es regnet, da will ich jetzt doch nicht eine halbe Stunde mit dem Fahrrad zum Bahnhof fahren. Das war auch das, was du vorher gesagt hast, ne, in der Vordiskussion. Das Thema, wie bekommt man die Leute, die am Land wohnen oder außerhalb der Ballungszentren, auf die Züge. Ne? Muss ich ein Stückel mit dem Fahrrad oder 2 Kilometer, 5 Kilometer mit dem Auto überhaupt zum Zug fahren? Wenn ich schon im Auto sitze, fahre ich dann vielleicht gleich weiter. Ne? Also das Potenzial. Ja. Und dann ist dort die Infrastruktur auch nicht so hübsch, oft. Die Bahnhöfe oder sonstiges. Wobei ihr für euren Bahnhof ja auch schon Preise gewonnen habt. Also es geht. Wir haben Bad Bentheim ist Bahnhof des Jahres geworden. Wir haben auch eine Reaktivierung Fahren alle mal gemacht, nach Bad Bentheim und gucken uns das an. wo wir nicht nur einen Zug gekauft haben und auf die Schiene gesetzt haben, ein Gesamtprodukt versucht zu kreieren. Und man hat uns das gar nicht zugetraut. Wir waren mit prognostizierten Fahrgästen von 1700 am Tag unterwegs und wir haben relativ schnell die 2500er Marke schon erreicht. Also das System ist angenommen worden. Die Leute haben gemerkt, man tut was nicht nur im Zug selber, sondern das ganze Umfeld. Und da will ich auch mal sagen, das sind auch nicht nur die Bahnhöfe, das sind in Deutschland ganz viele Haltepunkte. Ich kenne teilweise welche, da willst du nicht ernsthaft mehr durch den Fahrgasttunnel zum Bahnsteig gehen, weil es stinkt pervers, es sieht aus. Und auch das muss mit in den Blick. Wir müssen besser werden auf all diesen Stellen. Wir haben tolle Bahnhöfe hier in Berlin, super, wo ich hier komme, sind echt tolle Dinger. Aber im ländlichen Raum, da gibt es noch ganz viel Nachholbedarf. Ich weiß nicht, wie es bei euch in HVV ist, aber... In der Hotelentwicklung heißt es die Welcome Experience. Und wer nachher hier Warschauer Straße zurückfährt, wird genau wissen, was ich meine. Dem passt einfach nicht. Das ist doch schön, das hat einen gewissen Nostalgiefaktor, den erwartet. Wir können noch eine Frage aussuchen, dann haben wir nämlich schon am Schluss. Ich finde schön, wieso funktioniert der ÖV- und Fernverkehr in anderen Ländern gefühlt besser? Österreich, Schweiz. Ich habe ja den Vorteil, ich war ja in allen 3 Dachregionen bei Eisenbahnen tätig und es ist richtig, dass das System in der Schweiz und in Österreich stringenter ausgerichtet ist. Aber das ist es nicht seit gestern, sondern das ist es seit Jahrzehnten. Ob das jetzt an den dortigen stabilen Regierungskonstellationen lag, gut, Österreich nehme ich jetzt mal ein bisschen raus in letzter Zeit, aber davor waren es immer 20 Jahre konstant, ne, da hat das mal funktioniert, aber die Zusammenarbeit zwischen dem Verkehrsministerium dort und der ÖBB ist viel stringenter ausgerichtet. Auch die Mittel, die der Bund da zur Verfügung stellt, ist signifikant höher prozentual als das, was Deutschland macht. Und man hat dort nicht diesen starken, ja, man muss immer aufpassen, aber natürlich haben wir auch ein Föderalismusdenken und Bundesländer in Österreich, auch in der Schweiz, da wird ja alles per Volksentscheid gemacht, aber trotzdem ist man in diesen Fragestellungen enger zusammen. So, und das merkt man in der Vergabe, das merkt man in den Mitteln, das merkst du jetzt auch, wenn in der Corona-Politik vorgegangen wird. Also schaut euch den Unterschied an zwischen Schweiz, Österreich, Deutschland, also wie da man geschlossen oder ungeschlossen vorgeht. Und man hat in Österreich signifikant seit 30, 40 Jahren in dieses System investiert, in der Schweiz sowieso. So, und in Deutschland hast du diese Brüche und Welle drin. Dadurch hast du diese Infrastrukturprobleme, ja, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, woher die Pünktlichkeitsprobleme einfach reinkommen, warum wir diese Anschlusssicherheit verlieren. Und ich glaube, da hat Deutschland sehr hohen Nachholbedarf. Ich hoffe, dass man das erkennt und da einfach näher zusammenrückt. Aber wenn du am Ende des Tages jedes Mal mit 16 Bundesländern den Föderalismus ausleben muss und die kompletten Züge der Demokratie, wir werden einfach nicht fertig werden und wir werden dann überholt. Von China ganz zu schweigen, weil da spricht einer und dann wird es gemacht. Punkt. Ja, ich würde es mal ergänzen, besonders in so Infrastrukturthemen wie ETCS und so. Ne, da muss viel konsequenter gehandelt und umgesetzt werden. Wir haben heute wieder davon gesprochen, das würden wir uns auch zu Weihnachten wünschen. Das wünschen wir uns auch schon seit 15 Jahren. Und da fängt dann jeder an, in dieser Suppe rumzumischen und dann funktioniert die Infrastruktur als solche nicht. Also die Basis ist weg. Man muss noch mal das Thema Österreich nehmen. Die Österreicher haben natürlich auch dieses Thema mit dem 1-Euro-Ticket diskutiert. Aber die haben einen Vorteil. Sie haben vorher Infrastruktur gebaut, bevor sie sich Gedanken machen, wie sie mehr Menschen ins System bekommen. Wir kommen immer von dem Thema, wir wollen morgen ein neues Produkt, mehr Menschen ins System, aber eigentlich gibt die Infrastruktur das gar nicht her. Ich war kürzlich in Hamburg, das habe ich auch dem Herrn Huber mitgeteilt. Dann stehe ich da im Bahnhof und ein übervoller Bahnsteig, weil die Züge eigentlich gar nicht mehr in diesen Bahnhof konsequent rein können, weil der Bahnhof die Kapazität gar nicht mehr hat für das, was da an Angebot durch Hamburg gefahren wird. Also wir entwickeln Infrastruktur eigentlich nicht konsequent weiter und machen danach dann unsere Produkte, wie wir die Fahrgäste dann mehr ins System bekommen, sondern wir machen heute immer noch den Fehler, dass wir erstmal die Menschen ins System holen, die sind dann alle bedient, weil es doch nicht funktioniert und dann kommen wir erst auf die Idee und sagen, stimmt, wir müssen auch noch was bauen. Und das muss diametral geändert werden.
So, damit haben wir jetzt Forderungen an den Weihnachtsmann reichlich. Und an dieser Stelle, weil wir jetzt zum Ende kommen, eine wunderbare Runde heute zum ersten Mal mit Frauenlast, Überlast. Ja. Also hoffentlich ohne Last für euch. Und an der Stelle sage ich dann auch, weil wir jetzt diese Plattform haben und das natürlich streamen heute. Women in Mobility ist auch eine ganz tolle Plattform, wo du, Larissa, mit dabei bist und wo wirklich... Ich bin aktiv, aber ich habe es nicht gegründet. Das haben die Kölner, wir haben den Berliner Hub, ist aber ein Online-Netzwerk, jeder kann dem beitreten. Also auf LinkedIn gibt es eine Gruppe, auf Instagram. Und es geht eigentlich darum, sich untereinander auszutauschen und Wissen zu fördern. Und auch Männer sind herzlich willkommen. Wir wollen nur die Vielfalt in unserer Branche fördern, weil wir brauchen Vielfalt, damit Innovation funktioniert. Siehst du, und deshalb erwähne ich es heute Abend, weil wir es jetzt mit in unseren Stream reinnehmen und mit durch die Welt streamen, sodass es jeder jetzt gehört hat, entweder der Berliner Hub oder der Kölner Hub. Euch hier vielen Dank, dass ihr da seid und mitmacht. Wir haben jetzt hier noch einen netten Abend. An alle an den Schirmen da muss ich mich jetzt leider verabschieden und sagen Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und ich gebe jetzt mal an den Fabian ab, denn der wartet noch mit ein paar Worten an euch. Herr Carola, vielen, vielen Dank. Euch allen auch vielen Dank für die spannende Diskussion, die wir hier mitverfolgen durften, auch im Livestream. Danke an alle Zuschauer. Und wir starten hier zum Abschluss gerne mal so rein. Wir haben natürlich Präsenz auch vorbereitet und würden die gerne mal ganz kurz verteilen. Das sind jetzt in der Summe schöne, also zur Weihnachtszeit gibt es immer ein bisschen mehr Geschenke. Also das war ein kleines Dankeschön für die gute, spannende Diskussion, dass ihr auch dabei wart. Also es hat viel Spaß gemacht, gab schon sehr viel Feedback auch aus dem Publikum und auch an den Fragen hat man ja gesehen, wie viel Dynamik da drin steckt, ne? Und auch wie viel Potenzial und wie viele Ideen wir doch noch haben, an denen wir in den nächsten Monaten, Jahren arbeiten können, um die Schiene attraktiver zu machen, ne? Also sehr, sehr schön, sehr, sehr spannend. So. Und warum ist das alles möglich hier? Nochmal kurz einen Blick dahinter. Unsere Partner hier für das Event. Vielen, vielen Dank natürlich an alle, die jetzt dieses Jahr schon dabei sind und das auch unterstützen. Wir werden natürlich auch nächstes Jahr weitermachen, haben jetzt auch einige neue Partner noch gewinnen können dazu. Modility ist jetzt noch mal mit dabei, Thrive ist neu mit dabei und wir haben auch mit Ginkgo Management Consulting jetzt den ersten Platin-Partner. Also es wird auch nächstes Jahr weitergehen, ist die gute Nachricht, weil es immer wieder viel Spaß macht und wir wollen auch neben dem Event noch einen weiteren Schritt machen. Wir wollen auf die inhaltliche Ebene gehen. Also wir hatten das im September hier schon diskutiert. Wir wollen natürlich auch anpacken, ne? Wir wollen, also Ray Talks heißt erstmal klar, wir reden drüber, aber anpacken ist das Entscheidende. Und deswegen haben wir vor, auch inhaltliche Workshops zu machen zukünftig, ne, zu den Themen, die wir identifizieren gemeinsam, um dann auch Ergebnisse voranzutreiben, Innovationen im Sektor voranzutreiben, ne. Das werden wir für 2022 uns vornehmen. Und natürlich geht es auch mit den Talks weiter. Das nächste Datum ist der 2. März. 2. März, schon mal vormerken, mit einem spannenden Thema auch, Sharing Whale. Also wir hatten jetzt Personenverkehr, ne? Sharing Whale betrifft eigentlich wieder so beides. Sharing Industry, Ökonomie kennen wir eigentlich alle. Und wo können wir da eigentlich für den Rail-Sektor noch Ideen rausziehen, Geschäftsmodelle rausziehen, die das Ganze attraktiver machen. So. Also 2. März, das wird sehr spannend. Genau, was bleibt noch zu sagen? Ausblick, wenn ihr am Ball bleiben wollt, dann folgt uns auf LinkedIn, ne, folgt uns auf YouTube. Wir werden auch die Aufzeichnung von heute, die vielleicht nicht alle komplett gesehen haben, natürlich posten, ne, Deutsch, aber auch mit englischen Untertiteln ab sofort für die Englischsprachigen, damit wir da noch ein breiteres Publikum erreichen. Und ansonsten vielen, vielen Dank ans Publikum hier vor Ort, diesmal ein bisschen kleiner aufgrund der Vorschriften, auch an die Zuschauer im Stream, an die vielen tollen Fragen und vor allen Dingen auch nochmal ans Team für die tolle Vorbereitung. Das hat, glaube ich, wieder super geklappt und hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch nochmal im Namen von allen, die mit beteiligt waren, einen super schönen Abend und bis zum nächsten Mal im nächsten Jahr. Ja. Tschüss.